Das ultimativ leckerste One-Pot-Pasta-Gericht ist für mich dieses mit den Linguini und einem Rinderfilet. Und auch die Vegetarier, keine Angst, ihr könnt es gern weglassen und schmeckt auch noch immer oberlecker. Ich kann es euch echt versprechen. Und wenn ihr kein rotes Fleisch mögt, dann nehmt gern Pute oder Hähnchen. Und zum Schluss habe ich noch für euch ein Geheimnis, wie man das Ganze noch ein bisschen aufpeppt. Da werdet ihr euch wundern. Ich habe die Zutaten heute schon mal ein bisschen vorbereitet und zwar habe ich mich hier für eine sehr scharfe Zwiebel entschieden. Den Pendant dazu bilden hier diese ganz in feine Scheiben geschnittenen Möhrchen. Die Süße und die Schärfe zusammen wirklich ganz, ganz toll in Kombination. Auch die Zucchini sorgt für einen ganz besonderen Charakter in unserem Gericht. Ganz, ganz klein geschnitten. Unser Rinderfilet, das müssen wir noch in Streifen schneiden. Natürlich die Linguini, ein bisschen Öl zum Anbraten, Zucker für die Zwiebel später zum Karamellisieren. Es wird wirklich was ganz Besonderes. Ein bisschen Aceto auch fürs Ablöschen vom Fleisch, Salz und Pfeffer. Dann etwas Lauch geschnitten. Für die Schärfe sorgt ein Stück von einer frischen Chili und unsere wundervollen Champignons, die sind etwas dicker geschnitten, denn es soll ja alles gleichmäßig gar werden und so eine gewisse Knackigkeit vorweisen. Dann hier unsere tolle Gemüsepaste, die haben wir letztens selber gemacht, erinnert ihr euch? Die kommt hier in das Wasser rein und ein bisschen Sahne noch dazu und auch den Weißwein zum Ablöschen. Zuerst schneiden wir uns das Fleisch jetzt mal in so klein fingerdicke Scheiben. Und das hier ist ein recht dickes Stück. Darum müssen wir es hier auf jeden Fall erstmal in der Hälfte teilen. Und dann, wie gesagt, ein paar Streifen, denn es sollte auch nicht zu dünn sein, denn wir wollen es ja später innen noch ein bisschen zart und rosig. Die Vegetarier machen jetzt halt natürlich im Moment gerade mal nix. Und wenn ihr euer Puten- und Hähnchenfleisch schneidet, macht's genauso. Einfach so fingerbreit, es langt. Und dann mischen wir uns jetzt mal unsere Gemüsebrühe aus dem Wasser. Und dann nehme ich hier ein Löffelchen, nicht so ganz, man sagt ja mal 1 Esslöffel auf 1 Liter. Wir haben hier ungefähr 700. Das ist jetzt so ein kleiner Löffel. Der Yoshi steigt da schon wieder rum. Und das langt und das mischen wir jetzt noch schön durch. Und da brauche ich immer so ein Stäbchen, nehme ich da immer. Und mit dem Stäbchen, da mische ich mir das jetzt so ein bisschen auf. Und schon haben wir eine Gemüsebrühe. Und jetzt sind beide Katzen unterwegs hier wieder heute, weil ich habe mal Rinderfilet. Die haben echt daran Gefallen gefunden. Tino, bist schon wieder da. Dann gebe ich noch die Sahne da rein. Und dann haben wir schon unsere Flüssigkeit, die wir brauchen zum Kochen. Wunderbar. Zuerst braten wir unsere Rinderfiletscheiben jetzt einmal auf jeder Seite ein bisschen scharf an. Aber nicht zu sehr, denn die sollte ja für den Schluss auch noch innen schön rosig sein und zart. Dann löscht ihr das Ganze ab mit dem Aceto, rührt noch mal schön rum und dann kommt das Fleisch raus auf die Seite in die Warteschleife. Der leckere Aceto-Fleischsud wird jetzt dazu genutzt, um die Zwiebeln anzudünsten. Aber auch nicht zu scharf, schaut, dass sie nicht zu schwarz oder zu braun werden. So eine kleine Mischung zwischen glasig und braun. Und die karamellisieren wir dann mit dem Zucker, nur mit einer kleinen Prise. Dann löscht ihr alles mit dem Weißwein ab und lasst es noch 5 Minuten einreduzieren. Jetzt geben wir unser Gemüse nach und nach dazu. Und zwar zuerst die knackigen Möhrchen. Dann kommen die Zucchini mit ins Töpfchen, die Lauchzwiebel und auch das Chili und unsere Champignons. Alles miteinander und dann löschen wir alles zusammen ab mit unserem Gemüsebrühe-Sahne-Gemisch. Ach, herrlich, wie das duftet. Ihr könnt natürlich jetzt auch schon alles mit Salz und Pfeffer abschmecken, aber mit dem Salz immer ein bisschen vorsichtig sein, denn wir haben schon in der Gemüsepaste genug drin. Ihr könnt es euch natürlich auch gern für den Schluss aufheben. Dann noch unsere Linguini oben drauf, Deckel zu und 10-11 Minuten nach Packungsbeilage der Nudeln kochen.
Was für ein One-Pot-Pasta-Gericht oder herrlich, diese Linguini in Sahnesoße mit den Rinderfiletstreifen, ein bisschen Parmesan, ganz bisschen drüber und ganz fein und schon habt ihr ein richtig tolles Gericht. Herrlich! Und ich habe natürlich noch die Überraschung für euch, wie ihr das Ganze noch so ein bisschen aufpeppt und zwar mit einem kleinen Nestchen Rucola obendrauf. Das ist nämlich ganz was Besonderes und das gibt dem noch eine besondere Note. Und dann habe ich hier noch eine angeschnittene Möhre. Da geben wir auch noch so ganz kleine Streifchen mit drüber und das macht das Ganze noch ein bisschen bunter und fülliger. Herrlich. Und jetzt kommt der Parmesan, der Grana Padano drüber. Diesmal ganz grob und größere Stückchen. Und dann noch ein kleines bisschen Öl drüber. Herrlich! Und das ist doch wirklich was Fantastisches. Und das könnt ihr eurer Familie, euren Freunden anbieten und die werden euch dafür lieben, weil ich liebe es wirklich genauso wie diese leckeren Rezepte. Es hat mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Wir sehen uns die Tage, Leute. Ciao, ciao, macht's gut! Und ich brauche jetzt mal eine Gabel.